Hallo, herzlich willkommen in unserem Feldhaus, das wir aus Holz, Lehm und Stroh gebaut haben. Ich bin der Konstantin. Ich bin die Sonja. Ich bin der Jonah, das ist die Madita. Ich bin Lotta. Kommt doch mit rein. Als wir uns Gedanken dazu gemacht haben, wie bauen wir ein Haus, war schnell klar, wir wollen nicht so viel Künstliches, sondern mehr natürliche Materialien verwenden. Und deshalb haben wir dann gesagt, was liegt denn näher, als am Feld zu wohnen und die Dinge vom Feld zu nutzen. Sprich, wir haben Stroh verwendet. Ganze Strohballen, 250 Stück, haben wir es im ganzen Haus reingequetscht in die Wände. Das war viel Arbeit. Und nach dem Stroh hier kommt einfach Lehm, direkt Lehm drauf. 5 Lagen haben wir aufgetragen. Jede muss abtrocknen. Aber nachher haben wir eine tolle Wand, die ein super Raumklima macht. Kommt mal mit rüber. Hier kann man auch ganz gut noch sehen, unsere Lehmwände haben wir ganz bewusst rund gestaltet. Das war eigentlich im Prozess. Zuerst denkt man natürlich, so eine Leibung, die muss eckig sein. Man braucht eine Ecke drin, aber als wir dann den Lehm gebaut haben, haben wir festgestellt, muss man doch gar nicht. Wir können es rund machen und das ist jetzt echt eines der Merkmale im Haus. Es kommt viel Licht rein, es wird einfach weich, das Licht. Und wir sagen immer, das ist nostalgisch modern. Da hinten sieht man in einem kleinen Guckloch unser Stroh, da kann man in unsere Wände reinschauen. Hier sind wir in unserem großen Raum, unser Hauptraum, wenn man so möchte, bestehend aus Küche, Essbereich, Wohnbereich und da hinten auch noch das Büro. Uns war es ganz wichtig, einen großen Raum zu bekommen, also vom Gefühl einen großen Raum, weil eigentlich ist es gar nicht groß, unser Haus. Wir haben 50 Quadratmeter im Erdgeschoss, 50 im Dachgeschoss, aber es wirkt trotzdem groß. Hier sieht man unsere wunderschöne Küche, die wir tatsächlich auf eBay Kleinanzeigen gefunden haben. Wir haben sehr viel auf eBay Kleinanzeigen gesucht und auch gefunden. Da werdet ihr auch noch an anderen Stellen was im Haus sehen. Ist eine Vollholzküche und wir sind total glücklich. Wir konnten sie auch leicht anpassen, weil Holz lässt sich einfach gut verarbeiten. Und die Fensterbänke sehen auch alle unterschiedlich aus. Die haben wir tatsächlich auch selber gemacht. Das war ein Baum, der irgendwo da hinten im Wald rumlag und eigentlich zu Brennholz verarbeitet worden wäre. Ein richtig schöner Ahorn, den haben wir gerettet. Und Connys Onkel ist Schreiner und hat uns geholfen, daraus so schöne individuelle Fensterbänke zu machen. Die wären, glaube ich, unbezahlbar, aber in Eigenleistung geht es dann. Obwohl wir beide nicht aus dem Handwerk kommen, haben wir ziemlich viel selber gemacht und wir haben uns einfach in alles reingefuchst und zum Teil mal Experten gefragt, aber viel selber gemacht hier im Haus. Wir haben unseren Hausbau kalkuliert mit ungefähr 250.000 €. Durch die ganzen Preissteigerungen ist es doch einiges teurer geworden, aber wir sind zum Glück nicht über die $500.000 gekommen. Ja, sogar inklusive Garten, alles drum und dran, sind wir noch unter dieser Marke geblieben. Es ging vor allem deshalb, weil wir gefühlt 80% in Eigenleistung gemacht haben. Ging aber auch nur, weil wir ganz viele Leute hatten, die uns unterstützt haben. Dieser Ofen ist unsere Heizquelle. Alles andere, was an Wärme reinkommt, macht die Sonne durch die schönen großen Fenster. Aber wenn es kalt wird, dann sind wir aufs Feuer angewiesen. So, dann kommen wir mit in den hinteren Teil dieses großen Raumes, der multifunktional genutzt werden kann. Hier ist jetzt bisher geplant, mal unser Büro reinzumachen. Da kommt noch ein Vorhang zur Trennung hin, dass man diesen Raum auch abtrennen kann. Aber so offen ist er auch wunderschön. Wir haben hier aber auch
großen Schrank eingebaut, weil auch wenn man ein kleines Haus hat, man hat natürlich viele Sachen, irgendwo sollen sie hin. Also haben wir einfach hier unten einen großen Schrankbereich für unsere Bücher, Büro, was man auch immer da alles braucht. Aber das einzige Möbelstück, das wir neu gekauft haben, glaube ich, oder? Wahrscheinlich. So, jetzt zeigen euch Madita und Lotta mal unser nächstes Zimmer, die Speisekammer. Ganz hinten ums Eck haben sich die Kinder eine kleine Leseecke eingerichtet. Das hat sich so im Bau entwickelt. Als die Treppe dann drin war, sind die Kinder immer unter der Treppe verschwunden. Und dann haben wir beschlossen, ja, wir können den kleinen Raum da hinten eh nicht nutzen, dann machen wir ihn für die Kinder nutzbar. Hier kann man auch ganz gut sehen, unsere Treppe. Wir haben in unserem Plan einfach nur ein Treppenloch offen gehabt und haben dann ein ganzes Jahr lang nach einer Treppe gesucht und tatsächlich eine gefunden. Das ist eine gebrauchte Treppe und haben sie angepasst an unsere Bedürfnisse. Und es gäbe keine passendere Treppe als diese für unser Haus. Dann lasst uns mal ins Badezimmer gehen. Hier unser Badezimmer haben wir im Erdgeschoss geplant, ganz bewusst, weil wir gesagt haben, wenn wir mal alt sind und nicht mehr die Treppe hochkommen, wir brauchen einfach einen Raum, ein Badezimmer, wo wir rein können, wenn es nicht mehr so gut geht. Wir wollen ja unser ganzes Leben hier verbringen können. Aber wir haben das Bad auch extra hier in dem Bereich gemacht, dass wir kurze Leitungswege haben. Also alles, die Küche, unser Gäste-WC, das Badezimmer und direkt oben drüber nachher auch die Wärmepumpe und Waschmaschine. Ist alles kompakt, dass wir kurze Leitungswege haben. Ist einfach viel effektiver und kostet auch im Bauen weniger. Die Kommode war ein Wunsch von mir, dass man so einen alten Waschtisch ein bisschen nachahmt und so eine Kommode hat, haben wir auch auf eBay Kleinanzeigen gefunden. Und die Arbeitsfläche hat Connys Onkel für uns gemacht aus einer sehr alten Jahrhunderteiche, wie er es immer genannt hat. Hier unsere Dusche. Ist auch eine barrierefreie Dusche, dass man gut reingehen kann. Wir kamen auf die Idee, wir stellen einfach eine schöne große Pflanze hin und die macht uns den Spritzschutz. Dann können wir jetzt nach oben gehen. Unser Treppengeländer, so eine unserer neuesten Errungenschaften, wenn man so möchte. Da haben wir uns hier vom Ort, hat jemand in der Scheune was abgerissen, haben wir alte Balken bekommen, haben die nachbearbeitet und jetzt zu unserem Treppengeländer gemacht. Genau, am Treppengeländer sieht man unser Jute-Seil, das wir auch zum Teil als Sockelleisten verwendet haben, weil es eben biegsam ist. Und das Seil zieht sich bei uns eigentlich schon länger durch, jetzt symbolisch. Unser Trauspruch hat nämlich auch das Seil mit drin und so haben wir vor 10 Jahren an unserer Hochzeit auch schon das Seil als Deko-Element an unserer Hochzeit verwendet und irgendwie gefällt es uns immer noch. Hier oben sind wir jetzt im Musikraum. Wir haben das bewusst so gestaltet, dass wir eigentlich keine toten Flurflächen haben, sondern einen großen Raum. Für die Musik braucht man das ja. Viel Raumvolumen tut der Musik immer gut. Ich habe dann auch noch mal geguckt, wie kann man den Raum weiter optimieren. Gerade im hinteren Bereich sieht man diese Setzkästen. Meistens welche gefragt, sind das denn Setzkästen? Nee, das ist ein Akustikdiffusor. Das dient dazu, dass der Schall gestreut wird, weil wir ja doch viele glatte Wände haben hier oben. So, dann nehmen wir euch mal noch mit in unser Schlafzimmer. Da geht es hier drüben lang. Da kommen wir noch an unserem kleinen Waschkämmerle vorbei. Hier drin wird unser Warmwasser erzeugt, da steht eine Wärmepumpe drin. Und wir haben uns überlegt, wir möchten die Waschmaschine da haben, wo die Wäsche anfällt, nämlich oben bei den Schlafräumen. Deswegen hier die Waschmaschine und direkt drüber unser cooler, hochziehbarer Wäscheständer. Und hier geht es dann rein ins Schlafzimmer.
Beim Bau von unseren Wänden war gerade hier in dem Zimmer, hat man eine sehr frustige Erfahrung gemacht, weil wenn man Lehm aufträgt, dann muss man immer gucken, okay, wie viel geht auf die Wand. Und an dieser Wand musste man viel ausgleichen, weil sie einfach noch nicht gerade war. Und die ist auch heute noch nicht gerade. Ist auch heute nicht gerade und wir mussten viel Lehm auftragen. Und ich weiß noch, als ich dann am Tag danach hierher kam, war einfach die Hälfte von der Wand wieder runtergefallen. Also wenn man zu viel aufträgt, hilft auch nicht viel. Ihr dürft jetzt noch mitkommen ins Kinderzimmer, also eins von den beiden. Hier drin ist das Besondere, dass wir über diese Kletterwand hier nach oben kommen können, auf die Hochebene, wo auch nochmal Spielfläche da ist. Und jetzt nehmen wir euch nochmal mit nach unten. Hier ist jetzt einer der beiden Räume, von denen wir euch gesagt haben, die noch fehlen, und zwar der Eingangsbereich. Bisschen Schmutzschleuse und Windfang auch, deswegen haben wir hier zwei Schiebetüren. Genau, die auch auf eBay fündig geworden. Genau, und hier im Anschluss ist einfach noch ganz unspektakulär unser kleines Gäste-WC. Was hier dran allerdings spektakulär ist, ist der Boden. Denn da ist die Luke zu unserem nicht geplanten Keller. Irgendwie müssen wir ja unser Wasser frostsicher ins Haus bekommen und Strom und Internet, alles muss irgendwie rein und raus. Und deshalb haben wir doch so einen kleinen Betonschacht unten reingebaut, den wir als kleinen Keller auch nutzen, aber bisher stehen nur ein paar Kisten Sprudel drin. Nachdem wir jetzt hier drinnen euch alles gezeigt haben, wollen wir noch nach draußen gehen. Direkt ans Haus haben wir unsere Garage gebaut und da haben wir dann auch unseren Stromanschluss, weil der hat dann doch im Haus keinen Platz mehr gefunden. Hier unten ist das Haus offen und man kann unten durchgucken, denn wir haben unser Haus ohne Betonfundament gebaut. Das Haus steht komplett auf Stelzen. Als wir uns Gedanken gemacht haben, wie bauen wir, war schnell klar, dass Beton so der CO2-Treiber und der Energietreiber ist beim Hausbau. Man braucht unglaublich viel Beton, um so eine Bodenplatte herzustellen. Und auch bei Streifenfundamenten wäre das auch so. Und so haben wir uns nach einer Alternative umgesehen und haben Schraubfundamente gefunden. Und das Schöne daran ist, wenn wir mal das Haus abreißen sollten, dann können die einfach aus dem Boden raus, bisschen Schotter, da ist wirklich nur 10 cm Schotter und dann kommt schon der Boden und dann könnte man einfach wieder eine Wiese draus machen. Hier jetzt vor unserem Haus ist unser Nutzgartenbereich. Den haben wir ganz bewusst hier gemacht, dass wir viel Sonne herbekommen Richtung Süden. Süden ist hier runter. Wir haben es hier richtig schön warm. Bisher haben wir noch nicht so viel Gemüse angebaut. Man sieht noch ein paar Tomaten, ein paar Bohnen. Aber wir wollen jetzt auch im nächsten Jahr wollen wir dann uns an mehr Gemüse heranwagen. Und auch so im ganzen Grundstück haben wir versucht, ganz viele Pflanzen hier hinzusetzen, dass die Insektenvögel, dass die alle auch was davon haben, dass wir hier wohnen. Und hier drunter ist unsere Zisterne noch versteckt. Da kann man mit Muskelkraft, das ist auch gutes Training, hier das Wasser hoch befördern. Und dieser alte Zuber, den habe ich von meinem Uropa geerbt. Das war die Tour durch unser Feldhaus, in dem wir versucht haben, uns ein schönes Zuhause zu schaffen und gleichzeitig unsere Verantwortung der Schöpfung gegenüber wahrzunehmen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und wenn ihr weiter gucken wollt, könnt ihr gerne hier klicken oder da oder ihr abonniert den Kanal. Tschüss. Ciao.